da hinten ist der Parkplatz. Da unten, oh, hier, war der Wasserfall. Und ich weiß nicht, ob man sieht, aber hier unten, da nähern sich ein paar rote Häuser an. Da muss ich hin für heute. Aus der Richtung komme ich. Hier hinten unterhalb war die Rundwaspo-Berghütte. Aber leider kein Zeltplatz. Alles voll. Ihr seht jetzt hinter mir den ersten Bergsee. Aber ja, schlafplatztechnisch sieht schlecht aus. Zumindest hier. Ich mache jetzt mal noch ein paar Meter. Und zwar zum anderen Ende des Sees. Da hinten. In der Hoffnung, dass das, was da hinten nach Gras aussieht, auch tatsächlich Gras ist. Ich habe was gefunden. Und es sieht echt gut aus. Privater Pool. Da hinten See. Nachbarn habe ich ein paar, aber nicht weiter wild. Und jetzt schauen wir mal, ob es hier was zum Liegen gibt. Warum bin ich denn jetzt rot? Ich habe mich umgezogen, ich habe mich frisch gemacht. Man muss ja die Gelegenheit nutzen, wenn man hier direkt seinen persönlichen Bach hat. Das Zelt steht hinter mir, hier oben, irgendwo, ich sehe sie nicht. Da treibt eine kleine Schafherde ihr Unwesen. Und jetzt kümmere ich mich ums Essen. Was gibt's heute? Es gibt einmal das Beste der besten Rice and Chicken Curry von Decathlon und dann ja noch ein bisschen abgepackte 5-Minuten-Terrine. Da kommen wir zu meinem Nahrungskonzept. Was esse ich? Ich esse ca. 2.000 bis 2.500 Kalorien am Tag, ist zu wenig, aber ich decke den Rest über Eigenfett ab. Ich habe so einen Verbrauch von ca. 4.000 bei meinen Etappen täglich, 4.000 Kilokalorien mit meinem Grundumsatz zusammen. Das heißt, ich decke ca. 1.000, 1.500, vielleicht auch mal ein bisschen mehr über das Eigenfett ab. Passt erfahrungsgemäß. Ich habe noch Snacks dabei. Morgens gibt es Porridge. Das Porridge ist ein wenig aufgemotzt mit Trockenfrüchten und Vollmilchpulver. Mittags gibt es, wenn ich dann doch Hunger habe, ein paar Nüsse, ein paar M&M's habe ich dabei. Und für abends, da habe ich die größte Nahrungsaufnahme, da habe ich erfahrungsgemäß auch am meisten Hunger. Eins von diesen Tracking Meals und als Ergänzung dann noch, falls es nicht reicht, was es meistens nicht tun wird, gibt es im Anschluss gleiches Prinzip, 5-Minuten-Terrine gekauft und in Ziploc-Beutel jeweils 2 davon verpackt. Zu trinken gibt es Wasser, gefiltert aus dem Bach.
Ich werde jetzt meine 2 Hauptspeisen vernaschen und währenddessen ein bisschen dem Sonnenuntergang zugucken in freier Wildbahn. Ich habe letzte Nacht schon eine Nacht im Zelt verbracht, das war allerdings auf dem Campingplatz, jetzt heute im Rondane. Irgendwo am Arsch der Welt, wo es keinen Handyempfang gibt. Und wo auch sonst niemand ist, außer meine Nachbarn. Die sind da. Die Sonne ist weg. Und ihr seht's. Deswegen auch die Daunenjacke. Ich bin gespannt, wie feucht es heute wird. Ich bin ja direkt neben dem Wasser. Ihr seht hier meinen mini persönlichen Wasserfall. Wasserfall ist ein großer Begriff. Auf jeden Fall bin ich direkt an einem kleinen Bach. Super für Frischmachen, für Kochen. Nicht so super für Tierzeug. Und damit meine ich Mücken, da sind jetzt schon welche unterwegs. Und nicht so super für die Feuchte, die vielleicht heute Nacht kommt. Aber ich werde gut schlafen. Ich habe einen super Ausblick. Und zwar auf den Weg, von dem ich gekommen bin. Und ich zeige euch einmal kurz rundum. Hier hinter, den sieht man jetzt nicht, ist der Ronslottet. Da geht es morgen weiter. Und hier oben ist sogar noch ein bisschen Sonne. Handyempfang gibt es keinen. Aber das InReach ist da. Ich denke, ich lasse mir jetzt noch meine wohlverdiente Cola Zero schmecken. Und dann geht es für mich wahrscheinlich auch relativ bald zunächst ins Zelt und dann auch vermutlich schlafen. Ihr seht, ich habe mich ins Zelt zurückgezogen. Draußen ist es kalt und feucht. Ich habe noch ein kleines DIY vor. Und zwar will ich eine Wäscheleine hier drin haben. Ich habe mir so ein bisschen elastische Schnur mitgenommen, unter anderem. Und benutze jetzt 2 Schlaufen, die hier schon vorinstalliert sind, in der Hoffnung, dass meine Schnurlänge... Oh, das reicht gerade so. Hier oben ist die Schlaufe. Und das reicht gerade so, um das noch hier irgendwie festzumachen. Ihr seht, jetzt habe ich meine Wäscheleine. Und dann melde ich mich morgen wieder in aller Frische. Mal gucken, wie lange die Nacht dauert. Zum Porridge. Zu meinem getunten Porridge. Ich werde es euch zeigen. Macht's gut. Gute Nacht. Guten Morgen. Wir haben 7:30. Ich bin gerade aufgestanden. Alles ist feucht, alles ist nass. Das ganze Zelt ist übersät mit Tropfen. Und auch mein Kilt ist ja mein Schlafsack quasi, ist am Fußende ein bisschen nass geworden. Ist nicht ganz so schön. Und jetzt erstmal trocknen lassen. Ich mache jetzt langsam Frühstück, pack zusammen. Das Wetter soll wieder gut werden. Jetzt gerade, ich vermute mal so um die 7, 8 Grad. In der Sonne ist es wärmer. Heute Nacht ging es runter bis auf 5. Ich habe gut geschlafen, mir war warm genug. Keinen Besuch von Schafen gehabt. Ich dachte mir, ich nutze mal ein bisschen die Sonne. Ich habe ein Solarpanel dabei. Ein paar Prozent in die Powerbank kriegen wir dadurch. Hoffentlich. Und dann das ganze Ding einmal am besten in einem 45 Grad Winkel zur Sonne so circa ausrichten. Was mehr schlecht als recht funktioniert. Muss man ein wenig kreativ werden, was ich jetzt am frühen Morgen noch nicht bin. Aber besser wird's nicht. Ihr seht, ich habe es mal ausgerichtet. Hier drüben ist die Sonne. Die steht noch relativ tief. Schauen wir mal.
Ich habe es euch versprochen. Ich zeige euch mein Porridge. Ihr seht das ganz normale Schokoladenporridge. Dazu ein paar getrocknete Erdbeeren, ein paar getrocknete Bananen. Alles ein bisschen klein gemacht. Und dazu dann noch Vollmilchpulver. Und das leeren wir jetzt einfach in das Wasser, das ich gerade schon gekocht habe. Und dann sollte da das beste Frühstück aller Zeiten rauskommen. Kaffee ist schon fertig. Aussicht ist auch ganz angenehm. Sieht das nicht lecker aus? Es ist alles abgebaut. Mich hat es irgendwie nach dem Frühstück kurz gerissen. Dann habe ich mir einmal kurz einen Prozess gemacht und alles zusammengepackt. Ist alles noch ein bisschen feucht, aber hat soweit gut funktioniert. Natürlich nichts zurückgelassen. Alles schön eingepackt und eingesammelt. Jetzt geht's weiter. Bin angekommen, und zwar an der Björn Holla Berghütte, und die haben glücklicherweise neben Matratzenlagern auch noch einen kleinen Campingplatz für Zelte. Auf dem befinde ich mich jetzt. Außer mir hier hinten, hinter der Hütte, man sieht es kaum, noch 3-4 Schafe. Bezahlt habe ich circa 20 €, so circa, was vollkommen okay ist, dafür, dass Toiletten, Duschen mit drin sind, ich hier einen Schlafplatz habe und die das hier alles quasi in den Bergen, also diese ganze Infrastruktur aufrechterhalten. Kann man absolut nichts dagegen sagen. Ich werde es mir jetzt hier gut gehen lassen, werde demnächst mal mein Zelt hinstellen und dann mich um die Wäsche und um mich und mein Gesicht kümmern. Das fühlt sich nämlich schon an wie Schmirgelpapier. So viel Dreck und Schweiß und Salz da schon drauf ist. Und dann schauen wir mal, ob wir heute noch Gesellschaft kriegen. Wenn nicht von anderen Wanderern, dann zumindest von den 3 Schafen da hinten. Ich bin zufrieden.